guck mal, ach, guck mal, da ist der Leo. Sommer 2015, da waren wir in Frankreich. Ja, mit seinem süßen kleinen Popo, so richtig knackig zum Reinbeißen, ne? Total süß. Und da ist die Laura, da ist sie gerade, da hat sie zum ersten Mal Brei gegessen, hat sie natürlich alles gleich wieder rausgekotzt, ne? Ja, und da sind sie beide nackig in der Badewanne. Ist das nicht süß? Da hinten, wollt ihr auch mal gucken? Ist das nicht süß? Habt ihr schon mal Gedanken darüber gemacht, wie es gewesen wäre, wenn unsere Eltern unsere Kinderfotos an eine Straßenlaterne geklebt hätten? Am besten noch mit einer direkten Adresse und wo und wann das Bild aufgenommen wurde. Nicht wirklich spaßig, oder? Willkommen bei Spielverderber, die Sendung, in der Mimikama und Blogrebellen das Internet genau unter die Lupe nehmen. Mein Name ist Nilufer. In der digitalen Welt verschwimmen die Grenzen zwischen Privaten und der Öffentlichkeit. Unsere Smartphones sind Kameras und Sender zugleich. Ein Großteil der Eltern postet bzw. veröffentlicht in sozialen Netzwerken wie Facebook oder Instagram diverse Fotos in jeder Lebenslage ihres Kindes. Sie möchten alle auf dem Laufenden halten und bedenken dabei nicht, dass diese Bilder meist ungeschützt von jedem runtergeladen und gespeichert werden können. Fraglich sind auch Influencer-Eltern, die ihre Kinder und Babys wie ein Accessoire im selig inszenierten Familienleben präsentieren. Wie in einem Katalog werden sie mit Modeartikeln und Möbel präsentiert. Das Baby dient von Beginn der Geburt an als Litfaßsäule für Werbung. Sollten Kinder hier nicht auch ein Mitspracherecht haben? Es gibt viele Momente im Leben eines Kindes, welche von Erwachsenen mit Fotos festgehalten und über die sozialen Medien verbreitet werden. Aber ob die Kinder das so möchten, fragen die wenigsten Eltern. Wir haben mit der Anti-Influencerin Toja Diebel gesprochen, die aktuell mit der Aktion Dein Kind auch nicht auf das Thema Kinderbilder im Netz aufmerksam macht. Toja, warum ist dir das Thema so wichtig? Mir selber war es schon immer wahnsinnig wichtig, die Kontrolle darüber zu haben, welche Bilder ich im Internet von mir selber sehe und welche nicht. Die Wahl zu haben, ob ich ein peinliches Bild hochlade oder eben nicht. Das Problem ist, wenn man sich viel auf Instagram aufhält, dann fällt einem relativ schnell auf, dass es eben Menschen dort gibt, die nicht die Wahl haben und nicht die Kontrolle darüber haben, welche Bilder von ihnen im Internet landen. Und das sind eben vor allem Kinder. Und vor allem nicht auf den eigenen Accounts, sondern meistens auf den Accounts der Eltern. Und das finde ich wahnsinnig fragwürdig und vor allem fragwürdig, warum das noch nicht so wirklich besprochen worden ist, weil im Prinzip die Privatsphäre im Grundgesetz verankert ist. Jeder Mensch hat Recht auf Privatsphäre, jeder Mensch hat Recht auf Würde, die Würde ist unantastbar, aber eben anscheinend nicht auf Instagram. Und deswegen war es mir ein Anliegen, mich darum zu kümmern. Wie bist du auf die Idee gekommen? Welche Bilder mir besonders aufstoßen, sind Bilder, wo offensichtlich die Privatsphäre von Kindern nicht geschützt ist. Das sind Bilder wie zum Beispiel Kinder nackt, vollgekotzt, auf dem Töpfchen, weinend, offenbar in Situationen, in denen wir Erwachsenen eben auch nicht gezeigt werden wollen. Und da habe ich mich gefragt, wie kann es dann sein, dass Kinder aber so gezeigt werden, ohne Konsequenzen? Beziehungsweise die Konsequenzen gibt's. Das sind dann zum Beispiel die, dass Leute diese Bilder screenshotten, runterladen, auf anderen Servern hochladen, vielleicht in einen sexuellen Kontext ziehen. Und deswegen eben diese Kampagne, deswegen diese Idee, um dagegen vorzugehen. Und ich habe mich in diese Situation zurückversetzt, weil ich natürlich eine Kampagne machen wollte, wo man keine Kinder sieht. Ich kann ja nicht eine Kampagne machen, die sich für die Persönlichkeitsrechte von Kindern einsetzt und dann aber Kinder zeigen. Deswegen haben wir uns in diese Situation reinversetzt, um einfach deutlich zu machen, wie absurd das eigentlich ist und dass wir Erwachsenen uns ja auch nicht so sehen wollen würden. Welche Reaktion gab es bisher auf die Aktion? Im Großen und Ganzen kann ich sagen, dass das Feedback eigentlich sehr gut ist, beziehungsweise sehr positiv ist. Natürlich gibt es, wie bei jedem kontroversen Thema, auch Kritik oder Leute, die das kacke finden, aber natürlich sind das vor allem die Leute, die ihre Kinder posten. Eltern, die ihre Kinder im Internet posten und veröffentlichen, die finden die Kampagne natürlich nicht gut. Sonst müssten sie sich ja selber eingestehen, dass sie einen Fehler machen. Und jeder weiß, wie das ist, Eltern zu kritisieren, wie sie ihre Kinder erziehen oder dass sie eventuell was falsch machen. Das ist ein rotes Tuch. In der Realität so wie auch im Internet. Und ich finde es aber gut, dass es eben auch Kritik gibt.
Auch wenn es natürlich lustig ist, dass es vor allem aus diesem Blog ist von den Eltern, die ihre Kinder veröffentlichen. Aber Kritik bedeutet ja auch, dass es einen Diskurs gibt und der ist bei dem Thema mehr als wichtig. Selbst wenn man es dann bereut und das Bild wieder von der Internetseite löschen möchte. Das Internet vergisst nie. Es gibt sogar einige Facebook-Seiten, die nichts anderes machen, als Bilder von fremden Kindern zu teilen. Sie möchten die Eltern an den Pranger stellen und ihnen zeigen, wie schnell ihre Bilder geteilt werden. Rechtlich ist das völlig legitim, sobald das Bild öffentlich zur Verfügung gestellt wurde. Also, was tun, um die Bilder seiner Kinder vor Missbrauch zu schützen? Ganz einfach, ladet keine Bilder auf die sozialen Netzwerke. Und wenn ihr es doch tut, dann achtet darauf, dass ihr die Fotos nicht öffentlich teilt. Wählt in der Privatsphäre-Einstellung immer Freunde aus, um sicherzugehen, dass nur Freunde das Bild sehen. Damit verhindert ihr auch, dass Seiten diese Fotos teilen können. Hat euch dieses Video gefallen, dann hinterlasst uns einen Daumen hoch.